Hallo, heute zeige ich dir, was man so aus Hähnchen machen kann. Viel Spaß dabei! Das Hähnchen in einen großen Topf geben, 3 bis 4 Teelöffel Salz dazugeben und mit kaltem Wasser auffüllen, so dass es bedeckt ist. Dann einen Deckel drauf geben und für 2 Stunden simmern lassen. Nach 2 Stunden das Hähnchen herausnehmen und abkühlen lassen. Die Brühe aufbewahren, die kann man für Soßen oder für eine Suppe nehmen. Zuerst die Haut entfernen. Und dann das Fleisch vom Knochen lösen. Hühnerfrikassee. Zunächst 200 Gramm Champignon halbieren, dann gebe ich 60 Gramm Butter in einen Topf und lasse ihn schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, 70 Gramm Mehl einrühren. Dann Hühnerbrühe nach und nach dazugeben und kräftig dabei rühren, damit sich das schön verbindet. Und aufkochen lassen. Dann 150 Gramm Creme Fraiche einrühren. Abschmecken mit frisch gemahlenem Pfeffer. Und Salz, je nach Geschmack. ,40 Milliliter weißer Traubensaft dazugeben. Ein Viertel Teelöffel Muskatnuss. Die geschnittenen Champignon und 250 Gramm Erbsenmöhren dazugeben und für 3 bis 4 Minuten köcheln lassen.
500 Gramm gekochtes Hähnchenfleisch dazugeben. Vorsichtig unterheben und für 10 Minuten simmern lassen. Und ab und zu umrühren, weil sonst setzt es an. Und nun ein einfaches Hähnchensandwich. 2 Scheiben Tramezzino, jeweils einen halben Esslöffel Mayonnaise darauf verstreichen. Etwas Eisbergsalat darauf geben. Tomatenscheiben, mit Salz und Pfeffer würzen, dann das gekochte Hähnchenfleisch darauf geben. Ein paar Eierscheiben, die zweite Scheibe darüber legen und am einfachsten mit einem Brett ein bisschen platt drücken. Noch in Stücke schneiden und genießen. Guten Appetit! Hähnchendöner. Zunächst 500 Gramm Joghurt, einen halben Teelöffel gemahlenen Pfeffer, 2 Knoblauchzehen hineinpressen, eine halbe Zitrone hineinpressen, ein kleines Bund Petersilie klein hacken und dazugeben. Gut umrühren und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Dann ein Viertelkopf Weißkraut in feine Streifen schneiden. Rotkraut in Streifen schneiden. Eine Zwiebel in dünne Scheiben schneiden. Eine Tomate auch in dünne Scheiben schneiden. Dann 2 gekochte Hühnerbrüste in ganz dünne Scheiben schneiden. Ein Stück Knoblauchbutter in die Pfanne geben und schmelzen lassen. Ein Esslöffel Dönergewürz dazugeben, dann das Hähnchenfleisch darin schwenken. Ein Esslöffel Dönergewürz noch darüber streuen.
und weiter anbraten. Vom geschnittenen Weißkraut in eine Schüssel geben und vom Rotkraut ein bisschen geschnittene Zwiebel dazu und ein paar Tomatenscheiben. Etwas Fleisch dazugeben. Einen großen Löffel von der Soße und verrühren. Dönerbrötchen halb durchschneiden. Jetzt können wir die Dönerfülle einfüllen. Oben noch ein bisschen Soße darüber und jetzt kann man sich's schmecken lassen. Guten Appetit! Hähnchensalat. Hier habe ich 5 Esslöffel Mayonnaise und gebe 1 Esslöffel Curry dazu. Salz und frisch gemahlenen Pfeffer. Alles mal kurz umrühren. Jetzt gebe ich Champignon dazu und verrühre es. 130 Gramm Mais, auch kurz durchrühren. 150 Gramm Mandarinen gebe ich auch dazu und verrühre sie. 250 Gramm gekochtes Hühnerfleisch, alles gut vermengen. Geflügelsalat-Sandwich. 2 Scheiben Tramezzino, den Geflügelsalat darauf geben, etwas Eisbergsalat darauf geben, etwas andrücken, in Stücke schneiden und genießen. Guten Appetit! Hier habe ich 1 Kilo Chicken Wings, da gebe ich 150 Milliliter Buttermilch dazu und die Buttermilch gut einmassieren. Für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit die Buttermilch gut einziehen kann. Nach 24 Stunden die Wings würzen mit Salz, Zucker, geräuchertes Paprikapulver, scharfes Paprikapulver, Knoblauchgranulat und weißen Pfeffer und einen halben Teelöffel Backpulver. Dann streue ich noch 2 Esslöffel Stärke darüber und massiere es gut ein. Die Wings auf ein Gitter legen. Darunter habe ich ein Backblech mit einer Backfolie.
Ihr könnt aber auch Backpapier nehmen, damit es nicht so einbrennt auf dem Backblech. Die restliche Würzmischung noch darüber geben und bei 180 Grad für 30 Minuten in den Ofen geben. Nach 30 Minuten die Wings einmal wenden und für weitere 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen geben. Dazu passt eine leckere Knoblauchsoße. Der Link in der Infobox. Guten Appetit! Hähnchenkeulen mit Kartoffelauflauf. 1 Kilo geschälte Kartoffeln in Scheiben schneiden und in kaltes Wasser geben, damit sie nicht braun werden. Wenn wir die Kartoffel geschnitten haben, das Wasser abgießen und die Kartoffeln in eine Auflaufform geben. Hier habe ich Salz, Pfeffer, Knoblauchgranulat, Muskat und gemahlenen Kümmel in 250 ml Sahne einrühren und über die Kartoffel gießen. Die Hähnchenkeulen darüber legen und mit Salz würzen und etwas eintreiben. Bei 150 Grad 1,5 Stunden in den Ofen geben.
Nach 1,5 Stunden die Hühnerkeulen herausnehmen, geriebenen Käse über die Kartoffel geben und die Kartoffeln überbacken lassen. Und jetzt kann man es anrichten. Ein einfaches, saftiges Hähnchen mit Gemüse. Karotten halbieren und in größere Stücke schneiden. Die Kartoffeln vierteln und auch in größere Stücke schneiden. Karotten und Kartoffeln in einen gusseisernen Topf geben und umrühren. Das Hähnchen darauf legen . Würzen mit Zucker, Salz, geräucherten Paprika, Thymian, Rosmarin, Majoran und gemahlenem Pfeffer. Und einreiben. ...250 Milliliter Wasser dazugeben, den Deckel darauf und bei 150 Grad 90 Minuten in den Ofen geben. ...150 Gramm Creme Fraiche dazugeben, umrühren . Guten Appetit! Hier ein kräftiger, schmackhafter Hühnerfond. Das Gemüse klein schneiden und auf ein Blech geben. Darauf lege ich die Hühnerrücken, bei 180 Grad in den Ofen schieben für 20 Minuten.
bis alles eine schöne Bräunung bekommen hat. Aus dem Ofen herausnehmen und alles in einen Topf geben. Den Saft auch dazugeben. Ein Stück Kombu dazugeben, 4 Wacholderbeeren, 4 getrocknete Lorbeerblätter, 1 Esslöffel Pfefferkörner dazu. Petersilie dazugeben und 1 Teelöffel getrockneten Liebstöckel dazugeben. Mit kaltem Wasser auffüllen, bis alles bedeckt ist. Einen Deckel drauf geben und für mindestens 3 Stunden köcheln lassen. Und jetzt die groben Stücke herausnehmen . Und den Fond durch ein feines Sieb in einen anderen Topf sieben. Mit Salz abschmecken, je nach Geschmack. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen hoch und wenn du ein Abo dalässt. Danke fürs Zuschauen und guten Appetit!